Ich habe hier heute eine kleine Leinwand, aber es macht nichts. Das reicht vollkommen aus, um sich wieder zu erden. Darum geht es mir heute. Und dabei will ich auch Erde verwenden. Ich habe hier noch einen schönen Grauton, den will ich nehmen und mal gucken, wie der sich hier so verteilen lässt. Erstmal ein bisschen ankommen. Ein bisschen raushauen hier. Ich finde das auch immer sehr befreiend, also die Farbe raufzuschmeißen oder raufzugießen. Ist einfach auch immer ein schöner Moment. Und ja, ich habe irgendwie so ein Gefühl von Landschaft und weiß aber noch gar nicht, ob ich auch so landschaftlich malen will. Also es ist gerade so ein bisschen hin und her. Also wahrscheinlich suche ich einfach ein bisschen Erde unter den Füßen. Aber auch so schön so ein paar Bäume andeuten. Es macht auch einfach Spaß, so rum zu experimentieren. Ein bisschen rum, ein paar Häuser, ein paar Bäume, irgendwas. Wahrscheinlich, mal sehen, nee. Ich weiß noch nicht, ob ich so gegenständlich werde. Aber lassen wir uns überraschen. Wow, wie schön. Dieser kleine Staub da eben alleine. Sah schon gut aus, finde ich. Mal gucken, ob sich das jetzt gut verbindet. Hier sind so ein paar größere Stücke drin. Die muss ich runterschmeißen auf jeden Fall, weil die kleben sicherlich nicht mit der Farbe. Weil irgendwie musst du ja jetzt auch so die Erde halten. Oder halt nachher beim Drübermalen. Aber so ein bisschen wäre es schon nicht schlecht, wenn es hier auch drauf haftet. Kann man so ein bisschen raussortieren. Ja, es macht auch Spaß, damit hier so rumzumatschen, aber es geht gar nicht so einfach. Also ich muss ganz schön lange hier rumspachteln, deswegen mache ich es nochmal nass, damit die einfach sich besser verbindet auch. So, jetzt ist sie ungefähr da, wo ich sie haben will. Und jetzt kann ich sie nämlich schön formen. Und das macht auch Spaß. Jetzt kann ich hier Berge entstehen lassen oder ja, so kleine Landschaften. Das ist ein tolles Spiel, finde ich. Ja, so langsam hat sie sich mit der Farbe verbunden. Ich teste mal, wie gut die haftet, aber es sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt kann ich hier das so unförmig einfach weiter streichen oder weiter laufen lassen und mal gucken, wohin sich das jetzt hier so entwickelt. Auf jeden Fall wird es keine Landschaft, glaube ich. Da bin ich jetzt von ab. Das hatte sich eben zuerst gut angefühlt, aber jetzt merke ich so, nee, das engt mich schon wieder ein. So, es ist jetzt dunkel abgetrocknet, also ich konnte das hier einfach stehen lassen, habe was anderes gemacht. Und jetzt kann ich endlich damit anfangen und das bemalen. Und darauf freue ich mich jetzt richtig. Also ich will auf jeden Fall erstmal noch diese Erdtöne sehen und überhaupt erstmal gucken, wie verhält sich denn jetzt hier die Farbe auf der Struktur. Ja, so richtig fließen tut sie nicht. Also helfe ich jetzt erstmal mit dem Pinsel nach, gebe ein bisschen mehr Farbe rauf und dann gucke ich nachher mal, wie ich die Farbe noch anders darüber laufen lassen kann. Ja, es lösen sich immer noch wieder kleine Stücke, aber so alles in allem ist es eigentlich ganz gut fest. Also ich kann auf jeden Fall gut mit der Fläche arbeiten und jetzt hier so ein bisschen mich drauf austoben. Man sieht ganz schön, finde ich, wie die Farben auch unterschiedlich jetzt sind auf der Struktur. Also mal dunkel und mal hell.
Und hier in der Mitte ist es also ein bisschen heller jetzt. Und hier sind dann diese dunklen und die hellen kleinen Flächen. Und das will ich jetzt mal ein bisschen mehr einfärben. Jetzt mal raufhauen wir wieder. Ich will auch nicht zu viel Wasser dazugeben, weil dann wird die ja zu dünn und dann verliert die so ihre Kraft. Und ich mische das hier gleich mal mit dem wunderschönen erdigen Farbton. Und dann, wenn die beiden Farben so zusammenkommen, dann entstehen da auch nochmal neue, tolle, andere Farbtöne. Ja, und so entstehen hier wunderschöne, erdige Rotnuancen. Also zu dem Braun, finde ich, passt das auch ganz gut. Jetzt will ich mal hier oben mischen. Also das Mischen gefällt mir gerade ganz gut. Also rauf da mit der nächsten Farbe und dann gucken wir mal, welche neuen Farbtöne wieder darüber entstehen. Der ist jetzt aber hier noch schmutzig, den mache ich erstmal kurz sauber. Ja, so entstehen hier doch tolle neue Farbtöne. So ein bisschen Grün kann ich jetzt noch mal dazu nehmen. Das passt doch hier auch gut. Als Kontrast ein bisschen Laub noch reinbringen. Jetzt kann ich das ja endlich mal auch fließen lassen. Die Farbe hat mir noch gefehlt. Die habe ich die ganze Zeit vermisst. Irgendwie so ein Rosa, so was Helles. Zu diesen Erdfarben finde ich das ganz schön, passt ganz gut, finde ich. Es kann auch so wunderbar hier rüberfließen. Mal gucken, ob es noch so andere Farbtöne mitnimmt. Sich die wieder verbinden. Oder auch nicht. Nee, löst sich eigentlich gar nicht mehr so doll. Aber ich will nicht zu doll drauf rummalen. Ich will schon so diesen Rosaton auch da behalten. Es tat sehr gut, das Bild zu malen. Also es hat mir
wie das immer beim Malen ist, es bringt einem meistens etwas, etwas Positives. Nicht immer, kann auch ganz schön nach hinten losgehen, dann kommt man in so ein Tief. Aber hier war es nicht der Fall und ich wusste nicht genau, wonach ich gesucht habe und habe es dann am Ende doch gefunden. Also die Farben sind genau die mich jetzt so halten, die mir Wärme geben und ja, auch das Fließen lassen war einfach schön, sich dann doch nicht in so eine Landschaft festzuhalten, sondern dann auch darüber hinweg zu gehen. Einfach immer wieder spüren, was man fühlt, was man ausdrücken möchte. Hier war es so die Weite. Ich wollte Eis und Schnee und Weite spüren und konnte das eben so zum Ausdruck bringen. Oder der Weg führte mich einfach dahin beim Malen, also der Prozess. Und so ist das immer, je nachdem, wie du gerade drauf bist, kannst du dich eben in deiner Kunst auch ausdrücken und in der Malerei eben auch wiederfinden. Also ob mit Pinselstrich oder Palettenmesser, mit Motiv oder ohne Motiv. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Hab einen schönen Sonntag. Manchmal weiß man ganz genau, was man malen will und man fühlt das so und kribbelt und dann haut man es raus und es wird auch so, wie man es sich gedacht hat. Aber manchmal ist es auch gar nicht so und dann ist man wackelig, die Emotionen sind wackelig, dann passiert irgendwas auf der Leinwand und man kippt selber eigentlich gleich mit und zwar dahin, wo man gar nicht hin will. Kann aber auch andersrum kippen. Also man kann sich auch positiv überraschen. Das bringt die Malerei auch mit sich. Das ist das Schöne daran. Und ja, bei mir war es diesmal so, ich wusste nicht genau, wonach ich suche, aber als ich es dann gefunden hatte, tat es sehr gut. Und es war genau diese Erdung. Also die Erdung war aber nicht mit der Erde da, sondern die war erst mit dem Prozess da. Und das Loslassen und Fließen lassen. Also nicht in diese Form gehen, sondern sich darüber hinwegzusetzen, über das, was man sich vorher auch vorgestellt hat und dann doch auf sein Gefühl zu hören und die Farbe fließen zu lassen. Und die Farbtöne waren es dann am Ende, die mir so gut getan haben. Also, das wünsche ich dir jetzt auch. Misch dir einfach ein paar Farben zusammen, sei es nur 2 Farbtöne, nimm dir einen kleinen Block und pinsel einfach mal drauf los und gucke, was die Farben mit dir machen. Das zeige ich dir auch alles in dem Grundkurs. Also du brauchst nicht viel und das Wenige reicht eigentlich schon, um bei sich anzukommen. Und darum geht's. Also, hab einen ganz schönen Sonntag, schnapp dir deine Farben, los jetzt und dann malen wir ein bisschen zusammen. Ich freue mich. Schön, dass du hier bist. Danke für dein Like, vielen, vielen Dank für dein Abo und für deinen Kommentar. Mach's gut. Tschüss.